Schön, dich zu sehen. Gut schaust du aus. Willkommen auf meinem Kanal. Was ist das eigentlich für ein Typ und warum hat er manchmal eine Eiche im Arm? Und wer ist eigentlich Dieter, von dem er in einigen Videos spricht? Dieser Film hier ist für alle Menschen, vor allem jedoch für jene, die neu sind hier auf meinem Kanal. Ab und zu gibt es nämlich hier Videos, Fotos oder auch kleine Shorts, in denen eine kleine Eiche vorkommt. Und ich möchte dir nun kurz erklären, worum es dabei eigentlich geht. Ich kannte einmal einen ehrenhaften Mann. Sein Name war Dieter. Als ich Dieter kennenlernte, da war er bereits ein sehr betagter Zeitgenosse. Dieter hatte sein Leben lang Bäume gepflanzt, vorwiegend Eichen. Vermutlich hat er Tausende von ihnen in diese Welt gesetzt. Dieter ist leider bereits von uns gegangen. Seine Eichen allerdings, die sind noch immer unter uns. Eine von ihnen steht in Nepal, hoch oben auf dem Dach eines Klosters. Er hat sie dort 1972 eingepflanzt. Eigentlich wollten Dieter und ich nach Nepal reisen, um noch einmal diese mittlerweile recht groß gewordene Eiche zu besuchen. Doch das Schicksal hat manchmal andere Pläne. Dieter wurde unerwartet sehr, sehr krank und hat dann eine ganz andere Reise angetreten. Nun werde ich mich allein nach Nepal begeben, auf der Suche nach der Eiche, die Dieter dort vor über 50 Jahren eingepflanzt hat. Ich weiß nicht, wo sie steht und ich weiß auch nicht, wo ich hin soll, aber ich werde sie finden. Ich werde diesen Baum aufspüren mit Dieters Hilfe, denn ich bin mir sicher, dass er uns zuschaut. Warum eigentlich ausgerechnet Eichen? Nun, Eichen sind sagenhaft robuste Bäume. Sie sind Tiefwurzler und so schnell haut die im wahrsten Sinne nichts um. Die Eiche ist seit jeher ein heiliger Baum der Menschen. Eine Eiche steht für Verbindlichkeit, Treue, Mut, Wahrheit, Vertrauen, Willensstärke und Gerechtigkeit. In der germanischen Mythologie ist der erste Mensch aus einer Eiche geboren. In Griechenland gab es vor langer Zeit sogar ein Eichenorakel. Die berühmte Eiche von Dodona war zuerst Gaia und später dem Göttervater Zeus höchstpersönlich geweiht. Ihm konnten Besucher ihre Fragen stellen, indem sie diese auf kleine Bleitäfelchen schrieben und später in einen Krug warfen. Antworten auf die Fragen entnahmen 3 weiß gekleidete Frauen dem Rauschen der Blätter der Eiche und dem Gurren der Tauben in diesem Baum. Krass, oder? Eichen sind Solitärbäume und brauchen viel Licht. Sie werden außerdem viel, viel älter als alle anderen europäischen Baumarten. Nicht selten wird eine Eiche über 1000 Jahre alt. Wahrscheinlich gelten sie auch deshalb als Symbol für die Ewigkeit. Überleg mal, Eichen können immerhin 30 Menschengenerationen überdauern. 30! In vielen Religionen waren sie dem obersten Gott geweiht. Zeus bei den Griechen, Jupiter bei den Römern oder Donner bei den alten Germanen. Seit Menschengedenken ist es ein heiliger Baum und auch die Plätze, an denen sie stehen, gelten als heilig. Bei fast allen Völkern der Erde, bei denen Eichen vorkommen, werden diesen Bäumen magische Kräfte zugeschrieben. Es ist also der perfekte Baum, um nach Nepal zu fahren und für Dieter dort einzupflanzen. Diese wunderschöne Eiche hier hat Dieter höchstpersönlich zu Lebzeiten in diese Welt gesetzt. Und du wirst dich jetzt sicher fragen, wo ich diese Eiche her habe. Nein, nicht von Dieter. Das habe ich leider verpasst. Nun, durch Zufall traf ich Jens auf einem Festival. Er hat mich wiedererkannt durch meinen YouTube-Kanal und er wusste von meiner Reise nach Nepal. Er wusste auch, dass ich keinen Baum habe von Dieter. Und er wusste auch, dass ich keine Ahnung habe, wo ich so einen Baum herkriegen soll. Also sagte er mir Folgendes: Lars, ich habe eine Eiche von Dieter. Ich habe sogar 2 und eine darfst du gern mitnehmen nach Nepal und sie dort einpflanzen. Für mich, für Dieter, für uns alle. Und ich möchte natürlich, dass du Jens kennenlernst. Also hier ist eine kurze Grußbotschaft von Jens, dem Spender des Baumes. Ja, diese Eiche habe ich ungefähr vor 3 Jahren vom Dieter bekommen. Dieter hatte immer ganz viele Eichen dabei, wenn er irgendwo war, auf Festivals oder so, und hat die dann verschenkt. Und die Leute sollten diese Eichen dann irgendwo einpflanzen, auf der ganzen Welt, oder einfach die Idee bekommen, selber Bäume zu pflanzen. Ja, und die Eiche geht jetzt auf den Weg nach Nepal. Dann hoffe ich mal, dass der Lars für diese Eiche einen schönen Platz findet, wo die groß und stark wird und den Geist von Dieter weiterträgt. Ich werde nun diese Eiche hier nach Nepal fahren und sie dort einpflanzen. Dieter möge in diesem Baume hier auf Erden weiterleben. Mein Ziel ist es, diese kleine Eiche hier neben der großen Eiche einzupflanzen, die Dieter dort 1972 auf dem Dach eines Klosters irgendwo in Kathmandu eingepflanzt hat. Denn dann wären sie wieder vereint, die beiden. Ob ich es nach Nepal schaffe, ob ich diese Eiche finden werde, die Dieter dort eingepflanzt hat, ob es mir gelingt, die beiden Bäume zu vereinen, das erfährst du nur, wenn du mir und diesem Kanal folgst. Sei dabei. Lass es die ganze Welt wissen. Und hier ist der Aufruf an euch alle. Bitte teilt meinen Kanal, teilt meine Botschaft, teilt mein Anliegen. Teilt die Videos mit Eiche, teilt die Videos ohne Eiche. Macht es heute, macht es morgen, macht es irgendwann. Hauptsache, ihr tut es. Ich möchte so viele Menschen wie möglich dafür sensibilisieren. Ich möchte auf das Thema Bäume pflanzen aufmerksam machen. Dieser Planet braucht Bäume. Dieter hatte das verstanden. Dieter hat so viele Bäume gepflanzt. Und ich möchte den Geist von Dieter weitertragen in diese Welt. Ich möchte, dass
Bäume gepflanzt werden. Egal ob Eichen, Lärchen, Fichten, Linden, völlig egal. Hauptsache Bäume. Ich bin mir sicher, das würde Dieter gefallen. Ja, ich möchte so viele Menschen wie möglich nach Nepal mitnehmen. Und vielleicht können wir in Zukunft neue Spendenaktionen starten. Für Aufforstung, für Umweltprojekte. Oder wir helfen Menschen, die Umweltprojekte leiten. Oder wir helfen Menschen, die einfach Hilfe brauchen. Völlig egal. Es gibt so viel zu tun und es gibt so viele Möglichkeiten. Lasst sie uns nutzen. Teilt meine Botschaft, teilt diesen Kanal. Seid mit dabei. Tut mir, Dieter und der Welt diesen einen Gefallen. Jedenfalls, ich bin unterwegs, on the road. Ich habe weder Haus, ich habe kein Auto. Ich lebe und reise sozusagen ganzjährig in meinem Allradcamper, dem Hilux hier. Komm noch mit, sei dabei. Auf diesem Kanal erwarten dich spannende Filme zum Thema Reisen, Vanlife oder Alltag auf Reisen, andere Länder, andere Sitten und natürlich die Abenteuer der kleinen Eiche. Hin und wieder treffe ich andere Reisende mit tollen Fahrzeugen oder spannenden Lebenskonzepten. Diese Menschen porträtiere ich dann und auch diese Interviews kannst du hier auf diesem Kanal sehen. Es lohnt sich also in jeder Hinsicht. Wir haben hier eine ganz klassische Win-Win-Win-Situation. Danke euch von ganzem Herzen. Dieter garantiert auch, die Eiche auch und der Planet hoffentlich irgendwann auch.